Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt euer Leben. Wir haben in Sibirien schon den richtigen Winter. Die Temperaturen sind unterschiedlich und schwanken sehr stark, aber momentan in dieser Woche haben wir so etwa minus 10 Grad Celsius. Das sind so angenehme Temperaturen, bei denen man spazieren gehen kann. Wir haben draußen schon genug Schnee und die Natur sieht ziemlich schön aus. Jedes Mal, wenn ich auf die Straße gehe, dann genieße ich die Bäume, die mit Schnee bedeckt sind. Die sehen wirklich märchenhaft aus. Jede Woche passieren bei uns verschiedene Ereignisse und ich versuche für euch interessante Nachrichten zu finden, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Hoffentlich habt ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland. Wenn es tatsächlich so ist, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Urlaub für die Pflege der Angehörigen. In Russland soll ein zusätzlicher Urlaub eingeführt werden, unter einer Bedingung. Er ist notwendig, um nahen Angehörigen zu helfen. Der Gesetzentwurf wurde bereits in die Staatsduma eingebracht. Es geht dabei um Fälle, in denen nahe Angehörige zu medizinischen Einrichtungen gebracht und wieder zurückgebracht werden müssen. In solchen Situationen soll der Arbeitgeber verpflichtet werden, den Arbeitnehmer auf Antrag bis zu 2 Kalendertage Urlaub zu gewähren. Die Initiatoren des Gesetzentwurfs weisen darauf hin, dass Arbeitgeber derzeit Urlaub verweigern können, selbst wenn der Grund als berechtigt gilt. Außerdem wird das Fehlen am Arbeitsplatz manchmal als Vorwand für eine Kündigung oder Abmahnung genutzt, da das Fernbleiben rückwirkend dokumentiert werden kann. Die vorgeschlagene Maßnahme soll die Rechte der Arbeitnehmer stärken und ihnen ermöglichen, ihren Angehörigen zu helfen, ohne das Risiko zu laufen, den Arbeitsplatz zu verlieren oder Sanktionen zu erhalten, heißt es in der Begründung. Nachbarn ausspionieren kann strafbar sein. In Russland kann Neugier auf das Leben anderer ernsthafte Konsequenzen haben. Der Jurist Timur Hanyschew warnt: Wer seine Nachbarn ausspioniert, riskiert strafrechtliche Verfolgung. Wichtig zu wissen: Allein das Beobachten aus dem Fenster, wenn man zufällig sieht, was bei den Nachbarn passiert, ist nicht rechtswidrig, aber gezieltes Spionieren oder heimliches Filmen des Privatlebens der Nachbarn kann bereits als Verletzung der Privatsphäre gewertet werden. Hanyschew fügte hinzu, dass für eine strafrechtliche Verfolgung Beweise erforderlich sind. Videoaufnahmen, Zeugenaussagen oder dokumentiertes Verhalten des Täters. Kaviar in Russland 2025. Die Produktion von natürlichem Kaviar in Russland verzeichnet weiterhin ein deutliches Wachstum. Experten berichten, dass in diesem Jahr 30% mehr Fisch gefangen wurde als im Vorjahr. Die russische Aufsichtsbehörde in der Landwirtschaft, Rossельхознадзор, weist darauf hin, dass die Nachfrage der Russen zunehmend auf natürliche Produkte ausgerichtet ist, während künstlicher Kaviar an Beliebtheit verliert. In den ersten 11 Monaten des Jahres 2025 wurden über 12.000 Tonnen natürlichen Lachskaviars produziert, 18% mehr als im Vorjahr. Die Produktion von Störkaviar stieg ebenfalls um 11% auf 88 Tonnen im Vergleich zu 79 Tonnen im Vorjahr. Der Durchschnittspreis für roten Kaviar in Russland lag im November bei 9.300 Rubel pro Kilogramm, praktisch auf dem Niveau des Dezembers des Vorjahres. Am günstigsten ist roter Kaviar in Udmurtien und auf Tschukotka, wo ein Kilogramm etwa 7.000 Rubel kostet, fast ein Drittel weniger als der landesweite Durchschnitt. Gleichzeitig ging die Produktion von nachgeahmtem rotem Kaviar um 53% zurück, die von schwarzem Kaviar um 5% auf 279 bzw. 385 Tonnen.
Der Rossельhosnadzor betont, dass strukturierter und nachgeahmter Kaviar nicht als echter Kaviar gilt. Für die Herstellung von nachgeahmtem schwarzem Kaviar werden unter anderem Meeresalgen, tierisches Eiweiß und Lebensmittelzusätze verwendet. Überwachung ehemaliger Häftlinge. In Russland liegt ein neuer Gesetzentwurf in der Staatsduma vor, der viele Fragen aufwirft. Die Abgeordneten schlagen vor, die biometrischen Daten ehemaliger Häftlinge ohne deren Zustimmung zu nutzen und sie mit Hilfe intelligenter Kameras zu überwachen. Das erklärte einer der Initiatoren, der stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, Anatoli Wyborny. Wir schlagen vor, der Polizei mehr digitale Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Geolokalisierungsdaten, Informationen aus Zahlungssystemen und Videokameras. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, können die Behörden Fotos gesuchter Personen an regionale Betreiber von Überwachungssystemen weitergeben, ohne dass die Betroffenen zustimmen müssen, erklärte der Abgeordnete und betonte, dass er eine solche Praxis in Russland einführen möchte. Wyborny erinnerte daran, dass ehemalige Häftlinge bereits überwacht werden, um neue Straftaten zu verhindern. Seiner Meinung nach sollte diese Kategorie von Bürgern jedoch lebenslang kontrolliert werden. Dafür sei es entscheidend zu klären, wie ihre biometrischen Daten in Informationssysteme übertragen werden können, ohne die Zustimmung der Ex-Häftlinge. Wann Geschenke als Bestechung gelten. Neujahrsgeschenke können rechtliche Folgen haben, warnt der Anwalt Anton Pivovarov. Das Schenken von Geschenken kann gegen das Antikorruptionsgesetz verstoßen und die Verantwortung droht sowohl dem Schenkenden als auch dem Empfänger. Für Staatsbeamte und Beschäftigte öffentlicher Einrichtungen gelten strenge Regeln. Nach dem Gesetz über die Bekämpfung von Korruption dürfen sie keine Geschenke annehmen, die im Zusammenhang mit ihren dienstlichen Pflichten stehen. Erlaubt sind nur Geschenke im Wert von bis zu 3000 Rubel sowie protokollarische Souvenirs und Präsente bei offiziellen Veranstaltungen oder im Namen von Organisationen. Selbst ein preiswertes Geschenk kann als Bestechung gewertet werden, wenn ein Zusammenhang zwischen der Übergabe und den nachfolgenden Handlungen des Beamten besteht. Entscheidend ist nicht der Wert des Geschenks, sondern der Zweck der Übergabe und die bestehende Abhängigkeit zwischen Schenkendem und Empfänger, betont Pivovarov. Im privaten Sektor gibt es keine gesetzlichen Begrenzungen, aber Unternehmen können interne Regeln festlegen. Bei Unsicherheiten empfiehlt der Anwalt, sich auf ein offizielles Glückwunschschreiben zu beschränken. Beamten drohen bei Verstößen Kontrollen, der Verlust des Amtes, Verwaltungs- oder Strafverfahren. Dem Schenkenden kann eine Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe drohen. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Ich bedanke mich für das Anschauen und Zuhören. Ich freue mich auf eure Fragen und Kommentare. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.